Hi Vogue, ich bin Naomi John und heute zeige ich euch, was in meiner Bag ist oder in dem Fall in meinem Trash. Ich bin normalerweise eher so ein Typ ausgefallen und das färbt sich eigentlich auch auf meine Handtaschen ab. Also ich mag immer alles, was bunt ist, was auffällig ist, was anders ist. Hauptsache ist es auffällig. So, dann öffnen wir mal die goldene Pforte zu meiner Mülltonne. Magical. Und erstmal wollte ich euch zeigen, dass ich auf jeden Fall immer meine Beauty Essentials dabei habe. Mitunter meinen beautiful durchsichtigen Gloss. Ich mache den auf alles drauf und dann färbt das natürlich alles immer ab. Aber das ist mein Go-To, ohne den, ohne mich. Deswegen ist der ganz wichtig. Dann habe ich auf jeden Fall auch noch einen Eyeliner immer mal dabei. Also ich mag ja auch gerne Eyeliner. Und außerdem, seitdem ich in Berlin wohne, habe ich immer wieder zu kämpfen mit tränenden Augen draußen, weil der Berliner Wind ist halt echt die Härte. Und deswegen habe ich auch immer diesen Eyeliner dabei. Concealer auch, immer ein Muss. Kann immer sein, dass irgend so ein Pickel oder so durchkommt. Also da bin ich auch ganz ehrlich. Deswegen habe ich auch immer einen Concealer dabei. Nagelkleber, ich habe jetzt zwar keine Nägel drauf, also keine künstlichen, aber manchmal habe ich welche drauf und es passiert wirklich sehr oft, dass meine abfällt und dann muss man halt schnell wieder einen draufkleben. Ach so, und ich habe auch immer eine Parfumprobe dabei. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber manchmal kriegt man die ja mit, wenn man sowieso irgendwelche Make-up-Produkte kauft. Und dann packe ich die immer in die Tasche rein, weil Parfum braucht man halt immer und mir ist auch eigentlich egal, wie ich dann rieche. Ich benutze das dann halt immer. Ist immer wieder eine Surprise. Was Beauty angeht, gibt es für mich eigentlich wirklich keine Grenzen. Ich finde es halt immer so schön, neue Sachen auszuprobieren. Deswegen bin ich halt auch immer am Start, wenn es um irgendwelche Make-up-Sachen geht. Und dann haben wir hier noch eine Sonnenbrille. Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß nicht mal, ob die UV-Schutz hat. Das ist einfach nur so eine ganz billige für 10 € oder so. Ich bin nicht so passionate, was Sonnenbrillen angeht. Deswegen, Hauptsache, sie sehen gut aus. Aber ja, in die Sonne gucken ist nicht. So, machen wir weiter. Eigentlich ist das auch noch ein Beauty-Artikel, ein besonders wichtiger für mich. Das sind nämlich meine eigenen Lashes von Melody Lashes. Die habe ich auch gerade drauf. Und da habe ich auch noch mein Lash Glue drin. Man weiß ja nie, ob mal irgendwas abfällt oder man irgendwas nachkleben muss. Deswegen habe ich das immer genau so dabei. Wenn irgendwer fragt, so, ja, was sind das für Lashes, zeige ich dir einfach und sage ich so, das sind meine. Dann habe ich auch natürlich noch so ein paar Must-Haves, wie zum Beispiel diesen Hello Kitty Spiegel. Es muss auch Hello Kitty sein, da stehe ich drauf. Ja, ist halt ein Spiegel, ne? Also cool, ne? Ich habe auch noch ein paar andere Hello Kitty Artikel, wie zum Beispiel dieses Haargummi oder diesen Haarclip. Also man weiß halt nie, muss man mal die Haare irgendwie nach hinten machen oder so. Und wie gesagt, es muss halt Hello Kitty sein, das ist wichtig. Ich glaube, so eine Haarfarbe, die ich mal hatte, zu der ich immer zurückgehen würde, wäre Orange, weil es einfach irgendwie immer geil aussieht. Was ich aber auch sehr mag, ist auf der einen Seite weiß und auf der anderen Seite schwarz. Das war auch sehr geil, aber das hielt ungelogen nur für einen Tag und dann war das schon alles irgendwie verwaschen und so. Deswegen war das ein bisschen sad. Very essential, very important, meine Kassenbons. Ganz ehrlich, ich nehme die einfach nur nicht raus. Ich lese euch mal einen vor. Richtiger Einblick in meine Privatsphäre. Eigentlich sind das hauptsächlich Kassenbons vom asiatischen Supermarkt. Instant-Nudeln, Kimchi, Nudeln mit chinesischer Sojabohne. Also ich habe ja wirklich sehr viele Sachen ausprobiert. TikTok-Trends, TikTok-Food-Trends. Und ich glaube, ich habe tatsächlich viele, die ich auch noch tagtäglich mache. Aber mir fällt gerade am meisten ein, das Gericht Jajangmyeon. Das habe ich auch auf TikTok gesehen. Es ist kein Trend, es ist einfach ein koreanisches Gericht. Und das habe ich auf TikTok gesehen und das habe ich jetzt tatsächlich in meinen Alltag integriert. Vincent und ich haben es geliebt, als ich das gemacht habe. Deswegen ja, kommt das auch mal einmal die Woche auf den Tisch. Ich als Hausfrau mache das dann. Ne, Vincent? Wo wir gerade beim Thema Snacks sind. Ich habe auch immer gerne noch einen Snack dabei. Zum Beispiel diese Takis. Die sind auch schon angefangen, deswegen habe ich hier so ein Haargummi einfach reingemacht. Ich weiß nicht, ob ihr Takis kennt. Oh, das ist auch so ein bisschen blöd aufgerissen. Das ist so eine sehr scharfe, eingerollte Tortilla. Darf ich einen essen? Dann kann ich mal reden. Also wenn ich ein Gericht aus meinem Lieblingsrestaurant dabei hätte, dann wäre das, glaube ich, ein Hot Pot. Also es ist quasi heiße Suppe, in die man dann immer Ingredients reinmacht. Ich habe auch tatsächlich den Kassenbon von dem Restaurant hier noch. Da war ich vor ein paar Tagen. Und das ist schon, also glaube ich, eins meiner Lieblingsgerichte. Oder so Korean Barbecue liebe ich auch. Dann habe ich hier noch meine AirPods. Sieht nicht aus wie AirPods, aber es sind AirPods.
Also hier, da seht ihr. Guck, ich kann sogar die Haare abnehmen. Das ist übrigens ein Charakter von Naruto, meinem Lieblingsanime. Ist ein bisschen spärlich, aber für mich ist einfach diese AirPod-Case so süß, dass ich das in Kauf nehme, dass ich so ein spärliches Ding dabei habe. Meine Lieblingsplaylist ist, glaube ich, sogar meine eigene auf Spotify. Broccoli for Life heißt die und eigentlich höre ich nur die momentan. Da ist auch mein eigener Song drin, falls ihr den hören wollt. Link in the description. Also wenn ich eine Person in meine Handtasche mitnehmen könnte, dann wäre es, glaube ich, meine beiden Katzen. Es war keine Person, aber I guess that counts. Ich glaube, die hätten auch nicht so Bock drauf, um ehrlich zu sein. Aber wenn es nach mir ginge, dann würde ich die, glaube ich, überall mitnehmen. Wollen wir mal probieren, ob der reinpasst? Sorry, Tag. Hi, bye. Hat gar keinen Bock. Achso, ich war übrigens noch gar nicht done mit meinen Snacks. Ich habe auch immer noch so ein bisschen dunkle Schokolade, kann ich verallgemeinern. Das ist jetzt so kleine Lindkugeln. Die liebe ich über alles. Also damit kann man, glaube ich, mich komplett glücklich machen. I guess, das könnte man auch noch Snack nennen. Ich habe immer Kaugummis dabei. Ja, tatsächlich habe ich immer die lilanen Airways genommen. Das war für mich keine andere Option. Schmeckt mir, glaube ich, einfach am besten. Refreshing. Ich glaube, einfach generell so ein Snack dabei haben ist schon life-saving. Also man weiß nicht, wann man es mal braucht. Entweder für die Nerves oder wenn man mal Hunger hat. Ich glaube, das ist schon eine gute Idee. Das ist jetzt die schwierigste Frage, die mir heute gestellt wurde. Sweet oder salty? Ich glaube dann eher doch salty, weil das könnte man mehr essen. Sweet hat man irgendwann so die Nase voll. Dann habe ich auch auf jeden Fall immer Buscopan dabei, also Bauchschmerztabletten. Ich habe oft einen bisschen sensiblen Magen, möchte ich jetzt auch nicht weiter thematisieren. Aber ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als plötzlich out of nowhere irgendwie Bauchschmerzen zu kriegen. Deswegen lieber auf Nummer sicher gehen. Ich habe mir meine Vlogging-Camera. Ich bin ja auch ein YouTuber. Ich stehe dazu. Als ob das sowas voll Schlimmes wäre. Genau, also ich habe eigentlich immer meine Vlogkamera dabei. Ich bin jetzt kein klassischer Vlogger, aber also ich nehme trotzdem gern mal irgendwas mit oder filme irgendwas. Also kann auf jeden Fall nicht schaden, die dabei zu haben. Dann habe ich auch immer meine Tattoo-Creme dabei. Also ich habe jetzt momentan kein frisches Tattoo, wo ich es drauf mache, aber ich habe das ab und zu mal. Und das ist sowas, das würde ich sonst immer vergessen. Deswegen habe ich einfach in jeder Tasche immer so einen kleinen Rest Tattoo-Creme, dass ich dann immer darauf zurückgreifen kann. Ich glaube, meine Favorite-Tattoos sind meine Finger-Tattoos. Die sind auch relativ recent. Und die sind so schön gestochen und einfach so gut gemacht. Aber ich habe auch zum Beispiel jetzt ganz frisch dieses Oberschenkel-Tattoo. Ja. Das ist auch Kakashi, das ist der auch meine AirPod-Hülle ist. Also man merkt, ich bin ein bisschen obsessed mit Anime oder Naruto in dem Fall. Genau, das ist der Background davon. Ja, er ist eigentlich mein Fave Character of all time, wenn man das so sagen kann. Ich habe den auch schon mal gecosplayt. Ich hatte früher Poster von dem. Er ist auch ein bisschen, ja, es ist immer so weird, wenn man sagt über Fictional Characters, dass sie hot sind, aber er ist halt hot. Und irgendwie ist er auch voll so, also er wäre für mich so die perfekte Vaterfigur. Oh Gott, jetzt wird's aber deep, aber ist halt so. Und dann sind wir hier schon beim letzten Artikel, und zwar meine kleinen Polaroid-Bilder von meinen Katzen, beziehungsweise von mir und meinen Katzen. Die habe ich einfach immer dabei, for good luck. Oder, also ich kann ja meine Katzen nicht mitnehmen, haben wir ja schon festgestellt, deswegen habe ich sie einfach als Polaroid-Bild dabei. So Leute, das war's auch schon. Meine unendliche Trashbag ist leer. Ich glaube, wenn wir eine Sache aus diesem Video mitnehmen können, dann ist es Don't forget your snacks at home. Very important. Falls ihr noch mehr von mir sehen wollt, for some reason, dann könnt ihr hier noch sehen, was ich auf meinem Handy habe. Und da könnt ihr Vogue abonnieren. Und von mir war's das jetzt auch schon. Ciao.